Was geht ab, liebe Gameswelt-Freunde? Ich bin's, der Kuro, und begrüße euch heute aus Los Angeles. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, dreht sich heute alles um Borderlands 3. Gearbox zelebriert den großen Gameplay-Reveal, was bedeutet, dass wir auch das Spiel anzocken dürfen. Darauf freue ich mich sehr. Es wird auch Interviewgelegenheiten mit Entwicklern von Gearbox geben. Und ich würde sagen, wir spannen euch gar nicht länger auf die Folter und legen direkt mal los. Mit Borderlands 3 kommen Waffennarren voll auf ihre Kosten. 18 Bazillionen Waffen, ungefähr, die eingesetzt werden wollen. Das ist eine amtliche Hausnummer. Abgesehen davon zeigt sich der dritte Teil des Loot-Shooters klassisch. Es wurde aber an einigen Stellschrauben gedreht, was gerade Koop-Spieler freudig stimmen dürfte. Wir konnten Borderlands 3 in Los Angeles vor kurzem anzocken. Bei den Wummen trumpft Gearbox mächtig auf. So viel Loot, so viele Waffen. Da wäre es natürlich nicht verkehrt, wenn sich die Ballerei auch spielerisch von seiner besten Seite zeigt. Nach einigen Stunden mit Borderlands 3 können wir Entwarnung geben. Der Shooter fühlt sich gut an, wenn auch ziemlich klassisch, was nicht negativ gemeint ist. Die diversen Waffen machen Spaß und haben Wumms. In Borderlands 3 bleibt ihr nicht nur auf Pandora, sondern erkundet verschiedenste Planeten in mehreren Systemen. Deshalb steht euch ein Raumschiff zur Verfügung, die Sanctuary 3. Hier findet ihr reihenweise vertraute Gesichter wieder, unter anderem Moxie, die ihre Bar aufs Schiff verlegt hat. Marcus ist mit seinem Laden ebenfalls vor Ort, genauso wie Mechanikerin Ellie. Doch auch wenn ihr im dritten Teil eine ganze Galaxie bereist, so soll sich Borderlands 3 immer noch nach Borderlands anfühlen. And one of the greatest challenges was finding a way to give you the Borderlands edge of the world feel, because it shouldn't feel like you're taking a vacation somewhere, and it shouldn't feel like you're going to another franchise. It should still feel somewhat familiar, right? We've worked really, really hard through tons of concepts to try and find the perfect places that still felt in the right tone and in the right key for Borderlands. And I think we landed on a handful that people are going to be really excited about. Am Anfang gibt es auf Pandora aber erstmal mächtig Stunk. Die Children of the Vault, angeführt von den Calypso-Zwillingen, haben sich zum Ziel gesetzt, sämtliche Vaults aufzusuchen und sich deren Mächte zu eigen zu machen. Doch auch Lilith, die mittlerweile die Crimson Raiders anführt, möchte zu den Vaults und ist dafür auf eure Hilfe angewiesen. So entsteht ein intergalaktisches Wettrennen. Long story short, it's a race. You know, we're vault hunters. We want to get to the vaults, and so do the Calypso twins and their crazy cult, the Children of the Vault. They believe that the vaults are their sort of divine right, their birthright, and they're trying to get to it before us, and we're there to stop it. Hi, you've reached Reese Strongfork, CEO and four-time General of Atlas Corporation. Egal auf welchem Planeten ihr euch befindet, ihr habt jede Menge zu tun. Ihr trefft ständig auf neue Charaktere, die euch entweder auf eurem Abenteuer begleiten oder eure Hilfe benötigen. Zusätzlich gibt es wieder einen ganzen Batzen Nebenaufgaben. Für Lorelei zum Beispiel müssen wir Kaffee organisieren, was einerseits in überraschend viel Gewalt ausartet. Andererseits wird dabei aber auch keine Gelegenheit ausgelassen, um sich über die Klischees eines Barista lustig zu machen. Oh man, no can do. We're like an eco-friendly shop, you know, so you'll have to supply your own to-go cup. I'll hold them off! Lorelei steht dabei exemplarisch für die Herausforderung der Entwickler, in einer Reihe mit so vielen bekannten und von den Fans gemochten Borderlands-Figuren, wie beispielsweise Tiny Tina, Lilith oder Mr. Talk, neue Gesichter zu erschaffen und zu etablieren. Lorelei was one of the first new characters that I created for the game, and that was a big question. I was like, oh man, first new NPC that we're gonna meet on a new planet. We have to, you know, introduce them properly. And one of the interesting things that I think about our game is, in this universe, we're meeting all these new people. Not everyone's a Vault Hunter. In fact, Lorelei could give a shit about being a Vault Hunter, right? She is focused on surviving and, like, winning this war against Malawan. So we wanted to make sure that when you meet a new character, your goals still align. So how do we have these sort of smaller stories on the planets and then this macro story of winning the race to the vaults? For me, Lorelei, I was immediately just like, I want to see her kicking some ass. I want to see her blow a bandit's face off. I want to go driving with her, all this stuff. And so we worked with, you know, design and
and art to make sure that she was cool. I met her, I would go, I want to hang out with this person. Kick yourself alive. Kick yourself alive. In Borderlands 3 werdet ihr auf eine bunte Mischung aus altbekannten und neuen Charakteren stoßen. Doch seit Borderlands 2 ist eine Menge Zeit vergangen und auch einige der heldenhaften Vault Hunter haben sich weiterentwickelt. Borderlands 2 came out in 2012. It's been 7 years, and for them it's also been 7 years. So they have gone through life changes. They're doing new things. That like some of them are still Vault Hunters. Others, like you met Zero. Zero's working security for Atlas now. Maya's gonna come back. Can't really talk too much about her right now, but like she went to go investigate what it means to be a siren and learn more about herself in the world. Im Vordergrund steht nach wie vor die für Borderlands typische Spielerfahrung. Offene Areale, die ihr mit verschiedenen Fahrzeugen erkunden dürft. Sehr viel Loot und noch mehr Kriegsspielzeug, abgedrehter Humor voller platter Sprüche und mit einem Claptrap in Höchstform. Auf Wunsch wird auch kooperativ geballert, während in den Vorgängern jeder Spieler seine Levelvorteile behielt und dementsprechend bei größeren Unterschieden die Gegner für denjenigen mit dem niedrigeren Level zu unüberwindbaren Herausforderungen werden konnten, wird in Borderlands 3 jeder Spieler getrennt behandelt. Eine bedeutsame Neuerung für die Borderlands-Reihe. Being able to play with friends of any different level, it's so funny. It's one of those features that didn't really speak to me initially, but then as I started playing Game of the Year Edition with my kids again, I started experiencing the way that was in the past. I'm level 20, my oldest son's 20, my middle son wants to come in and play, but he's level 1. Well, what are we gonna do? I guess we gotta start over again, right? So now watching that demonstration anew with that experience, I go, man, he could just drop right in. He's level 20. The loot is instant and balanced for him. So for me, those things sometimes seem small, but experientially they're huge for an individual, right? Borderlands 3 setzt weiterhin auf den markanten Cell-Shading-Stil, der unverwechselbar für diese Reihe steht. Dementsprechend macht der dritte Teil gar nicht mal einen so großen grafischen Sprung. Klar, die Texturen haben eine höhere Auflösung und die Umgebung deutlich mehr Details. Der Look bleibt zum größten Teil gleich. Das ist nicht negativ gemeint. Schließlich tobt sich Entwickler Gearbox beim Design kräftig aus. I always remind people as they join the studio, when we were working on Borderlands 1, we never thought to ourselves, we want this to look like a cartoon or we want this to look like an animated film. We thought, we want this to look the most real and badass we can with ink, right? With that kind of, that splash of like pizzazz. So for us, a lot of that control comes through the saturation of colors, making sure that we're using color palettes where we're not afraid to push away, which is funny. Speaking of Borderlands 1, we all know that it was a bit drab, and then Borderlands 2, we introduced a color palette, right? So I think primarily the lighting style is in how we use color to tell a story. Borderlands 3 ist Borderlands durch und durch. Es macht immer noch einen Riesenspaß, die absurd vielen Waffen auszuprobieren und ihre Eigenheiten möglichst effektiv einzusetzen. Dabei zeigt Gearbox sehr viel Kreativität und Expertise. Das Gunplay ist erste Sahne und fühlt sich super an. Abgesehen davon, dass ihr neue Planeten besucht, geht Borderlands 3 den Weg weiter, den die Serie vor 10 Jahren eingeschlagen hat, und entwickelt sie konsequent weiter. Trotzdem werden sich die Fans der Serie über viele Komfortfunktionen freuen. Es ist schön, dass alle Spieler unabhängig von ihrem jeweiligen Level miteinander spielen können. Und es ist lobenswert, dass trotzdem auch der klassische Koop-Modus wählbar ist. Auch, dass ihr euch jetzt an Mauern oder Wänden hochziehen könnt und nicht mehr abprallt und runterfallt, ist ein Segen. Wir jedenfalls hatten eine sehr unterhaltsame Zeit und freuen uns darauf, die verschiedenen Welten mit Freunden im Schlepptau unsicher zu machen. Barista bot, just shut up and get us the coffee. Im Hintergrund zockt King Gothalion noch ein wenig Borderlands 3. Ich habe meine Livestreaming-Session schon beendet. Könnt ihr euch übrigens auf YouTube reinziehen. Und das war's dann auch schon wieder hier aus Los Angeles vom Borderlands 3 Event. Ich muss sagen, ich habe ziemlich viel Spaß mit dem Spiel gehabt. Es fühlt sich gut an. Es sieht halt nach Borderlands aus. Und es ist halt einfach 1:1 die Borderlands-Erfahrung, die man halt mit den vorherigen Teilen schon erfahren hat.
Es fühlt sich gar nicht so an, als seien in der Zwischenzeit 7 Jahre vergangen. Also ein sehr oldschooliges Spielerlebnis, aber gerade im Koop sicherlich eine große Gaudi. Das war's von mir. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut und auf Wiedersehen.